Auf die Reise, jetzt haben wir es übelst gut weggekommen hier auch. Der Björn ist gut ausgekommen. Welcome to BTR TV. Madness on track. Hallo liebe Simracing und Rennsportfans und ein ganz besonderes herzliches Willkommen hier bei BTR TV. Und heute steht der Porsche Cup auf dem Plan. Wir haben unseren Bernhard am Start stehen und wir sind auf unserer legendären Nordschleife. Da wünsche ich euch allen mal ganz viel Spaß. Ja, liebe Zuschauer, heute also mal wieder Porsche Cup auf unserer geliebten Nordschleife. Mal was anderes wie unsere Lotus-Serie. Unser Teampräsident Bernhard hat sich hier spontan zu einem Rennen angemeldet und hat mir hinterher das Replay zukommen lassen, sodass wir heute mal wieder einen Blick in den Porsche Cup werfen. Wir haben heute 24 Fahrer am Start, die insgesamt 3 Runden absolvieren müssen. Hier in der Fix-Serie natürlich festgelegtes Setup. Es gibt keinen Boxenstopp, keine Schnellreparatur. Jeder Fahrer, der hier antritt, hat mindestens die 10 Lizenzen. Und die Stärke des Feldes beträgt 2148. Das ist doch mal ganz ordentlich. Die Entry-List für das Rennen heute haben wir oben mal eingeblendet. Da wir ja hier auf der Nordschleife unterwegs sind, gibt es natürlich direkt vom Rennen keine Qualifikation. Jeder Fahrer, der möchte, kann vor dem Rennen eine Präqualifikation fahren. Die Fahrer, die vorher keine Qualifikation gefahren sind, werden dann nach ihrer aktuellen I-Rating-Stärke im Grid aufgestellt. Wir waren hier schon eine ganze Weile nicht mehr im Porsche Cup zu Gast, deshalb freue ich mich heute besonders, mal wieder einen Blick in die Serie reinzuwerfen. Wir haben eine ganze Menge deutsche Fahrer heute hier am Start, was mich besonders freut. Und wir haben heute sogar ein Mädchen mit am Start stehen, mit der Startnummer 19, Lucia Helmerich. Die Jungs und Mädels sind alle schon mal rausgefahren. Wir haben jetzt hier vor dem Rennen 10 Minuten Practice Time, da es ja keine Qualifikation hier gibt. Das Rennen heute wird auf der kombinierten Gesamtstrecke ausgetragen. Das heißt, wir fahren heute die komplette Grand Prix Strecke plus die komplette Nordschleife. Das heißt, das volle Programm heute. Und wie ihr alle seht, haben wir heute hier Spitzenwetter. Es gibt keinen Regen. Bernhard ist auch noch mal rausgefahren, um ein paar Trainingsmeter zu absolvieren. Und bei dem festgelegten Setup, da muss sich ja auch der Fahrer aufs Auto einstellen und nicht umgekehrt. Hier haben wir die Lucia mal im Bild in ihrem rosa-schwarzen Porsche. Ein I-Rating von über 2000, das scheint eine sehr schnelle Dame zu sein. Hier haben wir mal Kerem Özdemir im Bild. Da haben wir also auch einen Fahrer aus der Türkei am Start stehen. Marcel Schlenker hier wird wohl eine Präqualifikation gefahren sein, denn er steht auf Pole Position. Ups, und das sollte dann im Rennen hier nicht passieren. Hatzenbach hier ein Einschlag, sowas bekommt dem Porsche nicht gut. Da knickt ganz schnell mal das Rad ab. Hier haben wir mal Florian Mantel im Bild, im wunderschönen Überraschungseier-Design, auch ein deutscher Fahrer am Start. Marcel Breitenbach und Marcel Schlenker, hier beide auch aus Deutschland. Vor den Jungs hier Lucia Helmerich, ebenfalls deutschsprachige Starterin. Und die Uhr tickt hier so langsam runter. Das Practice müsste gleich beendet sein und dann geht hier die Startaufstellung auch schon los. Und da hat das Gridding auch schon begonnen. Auf Pole Position haben wir Marcel Schlenker vor Michel Micke, Kerem Özdemir. Auf P4 haben wir dann Luca Gessmann, P5 Vincenzo Salvatore, P6 Niklas Bjerulf, P7 Darius Orczeszowski. Auf P8 haben wir Joao Carrillo, P9 Alan Rizzotti. Auf 10 haben wir Ruben Behrings, P11 Joel Dickinson. Auf P12 Shane Abbott, P13 Ernesto Bueno. Auf 14 haben wir unseren Bernie.
P15 Florian Mandl, 16 Tudor Silagi, auf 17 Sergio Aberasturi, P18 Jacob Zicklam, P19 Dennis Ney, Startplatz 20 für Lucia Helmerich, 21 Matthew Francis, 22 Marcel Breitenbach, 23 Dino Carlson und 24 Joran Engelen. Und die Jungs und Mädels stehen jetzt hier alle bereit und da ist auch schon die Ampel. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Grüne Flagge und das Rennen ist freigegeben. Super Start von Marcel Schlenker, aber auch Michael Micke und Kerem Özdemir sind der aus Stopp schon gekommen. Luca Gessmann ist ein Stück zurückgefallen, Niklas Geröw hier auf 4 und Darius Orczeszowski haben wir auch vorne mit dabei. In der Mitte versucht sich da auch Ruben Behrings durchzudrängeln. Hinten dran Vincenzo Salvador mit der Startnummer 2. Oh, und der kommt hier ins Schleudern. Mercedes Arena hier, und das löst hier ein Massencrash aus. Hier sind so einige Fahrzeuge liegen geblieben. Unter anderem Ruben Behrings, der da gerade noch vorne mitgekämpft hat. Bernhard ist da spitzenmäßig und völlig unbeschadet durchgekommen. Seite an Seite fährt er hier mit Florian Mandl um die Kurve. Direkt hinten dran Dennis Ney. Hier vorne Ernesto Bueno kämpft hier mit Joao Carrico um die Position. Und hier vorne Marcel Schlenker, direkt vor Michael Micke und Kerem Özdemir. Auf P4 haben wir dann Niklas Geröw, der schon ein kleines bisschen abreißen lassen muss. Ich sehe gerade hier, mein Zeitengeber scheint da ausgefallen zu sein. Da müssen wir uns irgendwie so durchkämpfen. Bernhard hat jetzt hier Florian Mandl überholt, der aber noch nicht freiwillig seinen Platz hergeben will. Seite an Seite kämpfen sie hier und wir gucken uns erst mal den Unfall vom Start eben nochmal an. Vincenzo Salvador hier mit kalten Reifen, viel zu energisch in die Mercedes Arena reingedonnert, verliert hier sein Auto und löst eine Massenkarambolage aus. Da ist auch Ruben Behrings und noch einige andere mit betroffen. So einige Fahrer mussten ihr Rennen hier schon in der Mercedes Arena beenden. Andere haben eine Menge Zeit und Plätze verloren. Ich sehe hier, wir haben noch 19 Fahrer, die hier unterwegs sind von 24. Auch die einzige Dame hier im Feld, Lucia Helmerich, ist da gut durchgekommen und kämpft hier mit Sergio Aberasturi um den 15. Platz. Seite an Seite geht es hier Richtung Medol-Schikane. Sergio innen hat er die bessere Position und kann sich da auch nochmal durchsetzen. Direkt hinten dran Joran Engelen. Hier vorne auf P14 Dino Carlson. Versucht da an Matthew Francis vorbeizugehen. Eingang Nordschleife hier, fahren sie gemeinsam in die Sabine-Schmitz-Kurve, da kann sich Dino auch nochmal durchsetzen, direkt hinten dran den Sergio Aberasturi und Lucia Helmerich. Und das ganze Feld hat sich jetzt schon ein bisschen auseinandergezogen. Wir sehen hier vor dem Dino schon eine Lücke zum Florian. Unser Bernhard schon in den Top 10 angekommen, super. Oh, und hier Scherbel-Zenz, ach du Schande, da sind da 2 Autos weg. Matthew Francis schlägt hier Hatzenbach ein und räumt hier gleich noch Dino Carlson mit ab. Das müssen wir uns direkt gleich nochmal anschauen. Hier vorne ganz eng Darius Orczewski setzt hier Niklas Geröw unter Druck, die Plätze 4 und 5. Und da geht Darius auch außen vorbei. Tolles Überholmanöver. Und im Replay sehen wir es nochmal schön. Matthew Francis viel zu schnell in die Hatzenbach reingehämmert. Fliegt er erst gegen die Leitplanke und wird dann quer über die Fahrbahn geschleudert und räumt hier Dino Carlson mit ab. Der kann zwar weiterfahren, aber ich schätze mal, das Auto wird auch eine Beschädigung haben. Hier vorne an der Spitze des Feldes alles beim Alten. Marcel Schlenker vor Michael Micke und Kerem Özdemir. Auf 4 haben wir jetzt Darius Orczeszowski, auf 5 Niklas Geröw, 6 Luca Gessmann. Auf 7 haben wir Joel Eriksen, der jetzt hier mit Ernesto Bueno um die Position kämpft. Joel Eriksen im wunderschönen Lightning McQueen Design. Unser Bernie heute hier auf der Nordschleife einen Top-Start erwischt, kämpft hier um P10 mit Dennis Ney, kann sich vor ihm halten und direkt vor ihm Joao Carrico. Leider haben wir hier die Abstände, die genauen nicht im Bild. Oh, hier kracht's, der nächste Unfall, hier fliegt der nächste durchs Bild, Sergio Aberasturi und da kommt noch mehr geflogen. Oh, das gibt ja auch eine Kettenreaktion, Massencrash. Das scheint hier hinter Bernhard das halbe Feld drin verwickelt zu sein. Ach du Schande, da schauen wir gleich mal hin. Hier vorne alles beim Alten. Das Führungstrio ganz vorne hat sich schon aus dem Staub gemacht. Marcel, Michel und Kerem. Und hier stehen immer noch die Rauchwolken. Der Unfall, den schauen wir uns jetzt direkt nochmal an. Lucia Helmerich versucht da an Sergio Aberasturi vorbeizugehen. Der macht aber dicht. Und da kommt, was kommen muss, Richtung Fuchsröhre. Beide räumen sich hier gegenseitig ab. Und dann fliegt die Lucia hier quer über die Strecke. Versucht da noch zu bremsen. Man sieht, wie sie auf den Eisen steht. Kann hier aber eine Kollision nicht mehr verhindern. Und so einige Fahrer krachen da rein und fliegen mit ab.
Sehr, sehr schade. Insgesamt sind hier 6 Fahrzeuge in den Crash verwickelt worden. Ruben Beringo kommt da gerade noch so durch. Ein paar von den Unfallopfern versuchen sich jetzt noch an die Box zu schleppen. Bernhard weiterhin im Dreikampf mit Joao und Dennis. Vor den Jungs Ernesto Bueno und Joel Dickinson, und auch Luca Gessmann ist da gar nicht so weit weg. Wir sehen, da hat Joel Dickinson wahrscheinlich hier einen Slowdown kassiert, ist hier plötzlich ganz langsam, fällt hier ein paar Plätze zurück und liegt jetzt hier direkt vor Joao Carico und Bernhard Grütering. Jetzt geht es hier Klostertal raus. Joao und Bernie machen jetzt hier richtig Druck auf Joel Dickinson. Bernie, der Drängel, der will da unbedingt vorbei, der hat eine höhere Pace, aber ganz so einfach ist das hier nicht, auf der Nordschleife zu überholen. Und die Top 5 machen sich schon ein bisschen aus dem Staub, vor allen Dingen die ersten 3 sind über alle Berge. Jetzt kann sich Joel wieder leicht frei fahren und Joao blockiert hier ein bisschen Bernie. Man sieht, er könnte schneller, kommt aber nicht vorbei. Hinten ist ja auch noch Dennis Nate dran. Florian Mandl schon ein ganzes Stück weg. Man sieht, da hinten kommt er. Und da kann man jetzt schon resümieren, hier bei all dem Gemetzel auf der Nordschleife ist unser Bernie heute richtig spitzenmäßig durchgekommen und kämpft hier um einen Top-10-Platz. Jetzt ist der Dennis Nate an ihm vorbeigegangen. Bernie muss den Platz herschenken. Hier vorne Marcel Schlenker geht als erster in Caracciola-Kreisel, hat da schon einen sichtlichen Vorsprung vor Michael Micke, der wiederum dann Kerem Özdemir im Schlepptau hat und dann erstmal eine größere Lücke. Und hier vorne Anfahrt Steilstrecke gab es gerade einen kleinen Zwischenfall. Wir sehen es hier, Ernesto Bueno ist da um 2 Plätze zurückgefallen. Das schauen wir uns direkt mal an, was da jetzt gerade passiert ist. Ernesto Bueno hier Anfahrt Steilstrecke, bisschen zu spät auf der Bremse und will da Luca Gessmann ins Heck reinrauschen, knallt hier in die Reifenstapel rein und fährt hier stumpf wieder auf die Strecke zurück. Ein Glück, dass er dann nicht noch irgendeinen Gegner mit abgeräumt hat. Da kann man auch nur den Kopf schütteln. Dadurch jetzt Joel Eriks wieder auf P7, Joao Carico P8, Ernesto Bueno P9 und Dennis Ney P10. Dann haben wir auf P11 Bernhard Grütering und auf dem 12. Florian Mandl, der da schon ein bisschen abreißen lassen musste. Und Dennis greift jetzt hier Ernesto an. Ernesto fällt da sukzessive weiter zurück. Da kann Dennis auch durchgehen. Sauberes Überholmanöver. Ganz stark gemacht hier auf der Nordschleife. Und weiter hinten im Feld hatten wir noch einen kleinen Zwischenfall, den wir jetzt mal direkt nachreichen. Ruben Behring ist hier Mutkurve viel zu schnell reingehämmert. Hatte ja schon am Anfang so seine Probleme bei dem Startcrash. War eigentlich ganz gut aus dem Startlöcher gekommen. Schlägt hier kurz in die Leitplanke, kann das Auto aber abfangen und weiter geht's. Schwalbenschwanz und unser Leader Marcel Schlenker hat hier schon einen beträchtlichen Vorsprung auf Michael Micke rausgefahren, aber auch der kann sich jetzt so langsam von Kerem Özdemir absetzen. Kleines Karussell und die Positionen sind bezogen, da wird auf der Döttinger Höhe nicht viel gehen. Hier haben wir Darius Orczewski, der sich jetzt auch freifahren konnte von Niklas Gerolf und dahinter geht's rund. Luca Gessmann, Joel Dickinson, Joao Carico, Dennis Ney, Ernesto Bueno und Bernhard Grütering kämpfen hier um die restlichen Positionen. Und die Gruppe hier ist dicht genug beieinander, dass es jetzt ein paar Verschiebungen auf der Döttinger Höhe mit Sicherheit geben wird. Bernhard ist da ziemlich nah dran an seinem Gegner, aber auch hier Dennis Ney wird jetzt einen Angriff auf Joao Carico starten. Diese ewig lange Gerade hier, da schert Dennis auch schon aus und setzt seinen Angriff. Denke ich mal, ein bisschen zeitig gemacht. Seite an Seite geht es hier die lange Gerade runter. Das wird eine zähe Angelegenheit für Dennis. Joao hält da aber prächtig dagegen und auch Bernie hat sich da hinten langsam angesaugt und bringt sich in Position. Da wird Richtung Hohenrhein-Schikane mit Sicherheit auch noch ein Angriff kommen. Jetzt schert auch der Bernie aus und setzt da einen Angriff. Joao und Dennis immer noch Seite an Seite. Viele unserer Zuschauer werden wissen, dass das auch mal richtig schief gehen kann. Man denke nur an die Fandor-Brüder letztes Jahr beim 24-Stunden-Rennen, die sich hier gegenseitig abgeräumt haben. Aber alles nochmal gut und Dennis muss sich da nochmal hinten anstellen. Auch Bernie ist da nicht vorbeigekommen. Jetzt der nächste Angriff. Start- und Zielgerade und Bernie geht da innen rein, setzt sich da an die Seite von den Jungs. Da versucht der Dennis auch zuzumachen. Bernie setzt in seinen Windschatten. 3 in a row hier. Schauen wir mal, wer sich hier vorne im Yokohama als durchsetzen kann. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch Yokohama es heißt hier. Dennis schiebt sich da als erster in die Kurve und Bernie drückt sich da innen durch, hat da gleich 2 Plätze gut gemacht. Wahnsinn, tolles Manöver. Ernesto gibt da noch nicht klein bei, Seite an Seite geht es in die Kurve. Aber jetzt, nächste Kurve, hat Bernie hier einen Vorteil und ist da auch vorn. Damit Bernie von 11 auf 9 vorgefahren. Top, jetzt Top 10 Platz. Mega spannend hier der Kampf im vorderen Mittelfeld. Vorm Dennis hat sich schon eine kleine Lücke aufgetan.
Vorne an der Spitze alles wie gehabt. Marcel Schlenker vor Michael Micke und Kerem Özdemir auf P3. Die Jungs immer noch dicht beisammen, obwohl die Abstände jetzt relativ klar sind. Dann kommt hier Darius Orczewski auf 4 und Niklas Deröb auf 5. Da hat sich auch weiterhin nichts getan. Dann hier Luca Gessmann führt dann hier das Mittelfeld an, ab P6. P7 Joel Eriksen, P8 Dennis Ney und auf dem 9. haben wir Bernhard Grütering. Da schiebt sich jetzt hier alles wieder ein bisschen zusammen. Jemand blickt nach weiter hinten. Florian Mandl auf 12. Dann haben wir auf 13 Sergio Abarasuri, der auch schon so in den einen oder anderen Zwischenfall verwickelt war. Genauso wie hier auf 14 Ruben Behrings. Von P10 gestartet war Ruben am Anfang gut dabei, bis er dann in den Startcrash mit verwickelt wurde. Marcel Schlenker heute eine unglaubliche Pace hier. Geht als erster jetzt in Hatzenbach rein. Immer noch dicht gefolgt von Michael Micke. Kerem verliert also langsam den Anschluss. Und hier immer noch alles beim Alten. Die Kampfgruppe jetzt hier ganz dicht beisammen. Die Plätze 6 bis 11 kämpfen hier um die Position. Und unser Bernhard mittendrin, mega. Ich denke mal, da ist bis auf P6 noch alles drin heute. Schade, dass unsere Uhr heute hier ausgefallen ist, sonst könnten wir uns mal die Abstände ein bisschen genauer angucken. Luca muss da nach vorne immer mehr abreißen lassen und hat hier zu kämpfen, die Meute hinter sich zu halten. Hinterm Bernhard Ernesto auf P10 hat er Mühe mitzuhalten. Und auch Joao Garrigo, der hinterm Ernesto liegt, hat er hier Mühe. Aber im Gegensatz zu den anderen Fahrern schaffen die Jungs hier fair und sauber zu kämpfen. Und das haut eng, ohne sich dabei gegenseitig abzuräumen. Ich denke mal, jetzt gleich Flugplatz raus Richtung Schwedenkreuz werden die nächsten Angriffe kommen. Da sehen wir es auch. Joel Eriksen hat Mühe, an Luca Gessmann dran zu bleiben und muss sich hier Dennis Ney erwehren, der da schon an die Seite gegangen ist. Seite an Seite geht es hier Richtung Arenberg. Dennis hat zwar innen die bessere Position, aber die Kurve muss von außen anfahren und da gibt Dennis auch noch mal klein bei. Bernie da in direkter Lauerstellung. Und da hat Dennis auch gelöst und Bernie ist innen durchgeschlüpft. Ein tolles Überholmanöver. Und Dennis muss da schauen, dass dann hier noch Ernesto mit durchschlüpft. Jetzt haben sich die Jungs hier wieder alle eingereiht. Und Bernie sofort auf Zug an Joel Dixons dran. Lightning McQueen gerät hier so langsam unter Druck von unserem Teampräsidenten. Und auch Dennis tut da von hinten drängeln, will unbedingt seinen Platz wieder zurückhaben. Eine tolle Kampfgruppe hier. Da können sich die anderen Fahrer eine Scheibe abschneiden. Die Jungs zeigen hier mal, was richtig geiles Racing auf der Nordschleife heißt. Die kämpfen hier genauso hart und brutal um jede Position. Aber man lässt sich hier genug Raum zum Überleben. Ganz vorne zieht Marcel Schlenker seine Kreise. Und wenn da nichts mehr dazwischen kommt, dann wird er wohl heute den Pokal mit heimnehmen. Auch Michael Micke und Kerem Özdemir haben sich bisher absolut schadlos gehalten. Genauso wie Darius Orczewski und Niklas Gerolf, der Letzte, der hier die Top 5 abschließt. Absolute Sahne, wie der Porsche Express hier durch die Nordschleife pfeift. Es ist aber hier auch nicht ganz so einfach, ohne Brechstange am Gegner vorbeizukommen. Denn ihr wisst, die Nordschleife, die verzeiht keine Fehler. Jeder Fehler bedeutet hier schwere Beschädigung oder das Aus. Hier fahren wir mal ein Stück mit Joao Garrigo mit, von P8 gestartet, liegt er derzeit auf dem 11. Platz. Mit Anschluss bis P6 nach vorn. Wir sehen es hier, er hat Luca Gessmann vorne noch im Blick. Bergwerk hier, das ist die Ecke, wo Niki Lauda damals verunglückt ist. Ich schätze mal jetzt gleich im Klostertal werden die nächsten Angriffe kommen. Die Jungs sind so eng beisammen hier. Joel Eriksen, unser Lightning McQueen, hat da hier richtig viel Schwung mitgenommen und saugt sich jetzt vorne an Luca Gessmann an. Dennis Ney ist da viel zu weit weg. Schauen wir mal. Da zeigt sich Joel auch schon mal, saugt sich hier an und wird jetzt hier mit Sicherheit einen Angriff starten. Der zackt schon hin und her. Da geht er jetzt auch an die Seite und nebeneinander fahren sie hier auf die Blutkurve zu. Schauen wir mal, wer hier mehr Blut hat. Und da kann sich Joel auch durchsetzen. Sauberes Überholmanöver, toll gemacht. Da hat der Luca aber auch fair mitgespielt. Und jetzt drängelt sich da auch noch der Bernie durch. Ganz stark gemacht hier von Bernie. Wow, was für ein geiles Racing hier von den Jungs. Und wie mir erscheint, hat sich unser Teampräsident jetzt hier richtig eingegruft mit Zug nach vorne. Luca muss da aufpassen, dass er dann hinter mehr Plätze verliert. Von hinten drückt Dennis Ney und Ernesto Bueno. Und nach vorne ist sofort eine Lücke aufgerissen. Joel und Bernhard können sich direkt von ihren Konkurrenten absetzen.
Ich denke mal, wir sind jetzt hier schon ein bisschen leicht über Halbzeit. Und ich bin froh, dass sich das Rennen hier nach dem anfänglichen Massencrash da erstmal ein bisschen beruhigt hat. Aber das Feld hat sich ja auch nach den vielen Unfällen ganz schön ausgedünnt. Und so einige stehen ja auch an der Box und lassen immer noch ihr Fahrzeug reparieren. Wobei ich sehe, dass ein paar Fahrzeuge auch wieder rausgegangen sind und versuchen, das Rennen hier noch irgendwie zu beenden. Es sind ja so viele Fahrer ausgefallen, dass es sich trotzdem lohnt, noch mal rauszufahren und ins Ziel zu kommen. Da ja unsere Stoppuhr ausgefallen ist, können wir hier auch mal schön sehen, wie hier so optisch die Abstände sind. Relativ klar, bis auf die Gruppe, die hier jetzt angeschossen kommt. Wobei Joel und Bernie sich jetzt schon langsam absetzen können vom Rest. Die jetzt hier als erster der Verfolgergruppe entbrünschen. Bernhard setzt halt Joel richtig schwer unter Druck und versucht ihn da in den Fehler zu treiben. Wie gesagt, es ist alles andere als einfach hier auf der Nordschleife an seinen Gegner vorbeizukommen. Deswegen nochmal Hut ab vor den Überholmanövern vorhin im Klostertal. Wir konnten ja alle eine Runde vorher mit zuschauen, wie man es lieber nicht machen sollte. Wie mir scheint, ist da Luca Gessmann ein bisschen am Straucheln, hat da Mühe, seinen Platz gegen Dennis Ney zu verteidigen. Die Lücke nach vorne wird immer größer. Und weiter hinten im Feld gab es doch mal wieder einen kleinen Zwischenfall. Den schauen wir uns direkt mal an. Wir schalten hin. Tudor Silagi hier, hoher 8, falsch angefahren, auf den hohen Randstein gekommen, ausgehebelt und dann dreht es ihn weg. Zum Glück nirgendwo groß eingeschlagen, nur ein bisschen Zeit verloren, Auto korrigiert und weiter geht's. Schwalbenschwanz hier und Dennis wird schon nervös, der drängelt von hinten, will unbedingt am Luca vorbei, der merkt, dass die Jungs vorne abhauen. Jetzt geht's ja gleich auf die Döttinger Höhe und da wird es mit Sicherheit wieder ein paar Positionsverschiebungen geben. Ich bin mir ganz sicher, dass Bernhard dann einen Angriff startet, aber auch Dennis wird da, denke ich mal, versuchen, am Luca vorbeizugehen. Der erste, der hier angreift, ist Joao Carrico, der ist hier an Ernesto Bueno vorbeigegangen. Und auch vorn Dennis und Luca fahren hier Seite an Seite. Bernhard kann sich vorne an Joel nicht vorbeidrücken. Allerdings hat Dennis geschafft und ist an Luca Gessmann vorbeigegangen. Damit jetzt Dennis Ney auf 8 und Luca Gessmann auf 9 zurückgefallen. Und ihr habt es oben in der Einblendung gesehen, Marcel Schlenker hat jetzt die letzte Runde eröffnet. Allerdings ist die so lang, dass die 10-mal so lang dauert wie bei anderen Rennstrecken. Jetzt geht es hier Seite an Seite auf die Start- und Zielgerade. Bernie versucht da den nächsten Platz gut zu machen und kann sich hier auch an Joel Eriks vorbeikämpfen. Der gibt da aber noch nicht klein bei. Außen, aber hier hat der Bernie die bessere Position und innen versucht sich da auch gleich noch Dennis Ney mit durchzudrücken. Das kann Joel allerdings kontern. Dennis gibt da noch lange nicht auf. Hat aber außen den viel längeren Weg und muss sich jetzt wieder hinter Joel anstellen. Top gemacht, damit jetzt Bernie auf P6 vorgefahren. Und am Ende der Gruppe von Bernhard gab es einen Zwischenfall, den ich gar nicht so im Bild hatte. Den schauen wir uns direkt mal an. Ernesto verbremst sich hier kapital, Ende Start- und Zielgerade und donnert Joao Carrico hinten drauf. Der verliert sein Auto und dreht sich. Nichts weiter passiert, nur einen Platz verloren. Aber Joao wird jetzt schön die Faust in der Tasche ballen. Great job, Da ist auch Florian Mandl noch vorbeigegangen. Gerade eben ist unbemerkt von uns ja auch Dennis Ney an Joel Dickinson vorbeigegangen. Somit jetzt Dennis Ney wieder der erste Verfolger von unserem Bernie, der sich schon leicht mit der Gruppe jetzt hier absetzen kann. Damit jetzt Bernhard auf 6, Dennis Ney auf 7, Joel Dickinson auf 8 und Luca Gessmann auf 9, Ernesto Bueno auf 10 und dann eine etwas größere Lücke. Wir sehen sie auch gerade, jetzt sind hier die Zeiten wieder da. Und da sehen wir auch, dass Bernhards Abstand nach ganz vorne gar nicht so groß ist. Das sind nur 3,5 Sekunden. Vielleicht geht er ja in Richtung Top-5-Platz noch was. Das wäre mega. Aber auch so heute für Bernie ein Top-Rennen hier. Von ganz hinten gestartet, hat sich aus allem rausgehalten und hat sich hier durchs Feld gekämpft mit sensationellen Überholmanövern. Absolute Sahne. Und jetzt sehen wir auch hier in der Zeitenliste, dass unser Leader Marcel Schlenker hier plötzlich 12,2 Sekunden Vorsprung auf Michael Micke hat und der wiederum seinen Vorsprung auf Kerem Özdemir eingebüßt hat. Wir sehen das hier auch optisch. Das Auto hat auch ein paar Beschädigungen, da gab es wahrscheinlich einen Zwischenfall. Da müssen wir gleich mal schauen, was da passiert ist. Wir schalten hin.
Michel hier, Eingang Nordschleife, gibt am Ausgang der Kurve ein bisschen zu zeitig Gas. Das Auto dreht sich weg und er dockt ganz leicht an die Leitplanke ein. 360 und weiter geht's. Von hinten kommt Kerem angerauscht. Jetzt sehen wir auch mal die Abstände oben. Darius hat 7,5 Sekunden Vorsprung auf Niklas Geröf, aber auch nach vorne geht er nicht mehr viel. Und Bernie fährt jetzt den Abstand immer mehr zu, es sind nur noch 2,5 Sekunden. Nach hinten zum Lightning McQueen hier hat er auch schon 2 Sekunden, der sich hier die ganze Zeit mit Dennis rumschlagen muss, hat ihn wieder überholen können, irgendwo ungesehen von uns. Ein starkes Rennen von den Jungs hier. Das Rennen befindet sich ja hier in der Endphase und hier vorne wird trotzdem noch um die Plätze gekämpft. Top. Oh, ich denke mal, Luca Gessmann würde jetzt auch einen Angriff erwarten können von Ernesto Bueno hier auf Fluchplatz Richtung Schwedenkreuz. Da kommt der Angriff auch. Wir haben es hier und da ist er auch sauber dran vorbeigegangen. Da hat aber auch Luca fair mitgespielt. Damit der Luca hier auf P10 zurückgefallen. Allerdings hat er nach hinten reichlich Luft. Florian ist da ein ganzes Stück weiter weg und jetzt ist er auch wieder ganz dicht dran. Da scheint hier Joel Dickinson den nächsten Slowdown kassiert zu haben und Ernesto Bueno geht da an ihm vorbei. Wow, top gemacht hier, Fuchsröhre. Aber ich denke mal, da ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen. Michel hier vorne auf P2 konnte seinen zweiten Platz vor Kerem Özdemir halten und jetzt sogar wieder einen kleinen Sicherheitsabstand zwischen sich und Kerem bringen. Das sind jetzt 1,5 Sekunden. Den braucht er auch dringend, wenn er dann auf die Dettinger Höhe rausgeht. Bernie hier kämpft sich immer mehr an Niklas Geröf dran. Oh, und da Dennis Ney hat hier ein bisschen übertrieben. Vollbremsung und er stellt hier auch das Auto ab, komischerweise. Ach schade, so eine tolle Kampfleistung heute hier gezeigt. Hat hier sich ein Gegner nach dem anderen geholt und war da hinten dran. Auto ist ja nicht beschädigt, hat hier aber auch sofort abgestellt. Das freut natürlich Florian Mandl hier, der dadurch in die Top 10 gerutscht ist. Und hier hinten gibt es auch noch einen Kampf. Joao Carrigo kämpft hier gegen Sergio Aberasturi um P11. Ruben Behrings von hinten auch nicht so weit weg, sind nur noch 2,8 Sekunden. Ruben hatte heute schon so einige Zwischenfälle, hat aber eigentlich eine ziemlich hohe Pace. Und hier Alan Rizzotti, Dino Carlsen und Tudor Silagi, die letzten in der Führungsrunde. Hier haben wir auch noch Joran Engelen, der jetzt gerade aus der Box nach Reparaturstopp wieder rausgefahren ist und das Rennen noch zu Ende bringen will. Hier vorne unser Leader Marcel Schlenker fährt einem ungefährdeten Sieg entgegen. Was für eine Top-Performance heute. 13,7 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Michel Micke und der wiederum 2,5 Sekunden Vorsprung auf Kerem Özdemir. P4 dann Darius Orczeszowski, der direkt am Start auf die 4. Position vorgegangen ist und hinter ihm der letzte in den Top 5 Niklas Geröf, der jetzt hier vom Bernie um den Kurs gejagt wird. Und hier gibt es das nächste Überholmanöver. Ernesto Bueno gegen Joe Dickinson. Klostertal drückt sich Lightning McQueen da an Ernesto Bueno vorbei. Der rote Blitz hier auf dem Weg nach vorn. P7, ein Top-Ergebnis. Und eine ganz, ganz kampfstarke Leistung von den Jungs hier im vorderen Mittelfeld heute. Besonders unser Team Pressi Bernie heute hier mit einem Zug nach vorn. Das ist hier wie mit dem Hase und der Möhre. Er sieht vorne schon die Möhre und kämpft sich da Zehntel für Zehntel ran. Es sind inzwischen weniger als eine Sekunde. Und ich bin mir ganz sicher, dass Niklas da jetzt am Zittern ist. Man sieht es ja auch schön optisch, wie sich da Bernie immer mehr ranzieht. Der macht es hier richtig spannend nochmal zum Schluss des Rennens. Mega. Aber auch Niklas hat sich heute hier absolut keine Blöße gegeben. Ich habe hier bisher noch keinen einzigen Wackler von ihm gesehen. Inzwischen hat sich Bernhard hier richtig eingekuft und der Abstand nach hinten wird immer größer. Es sind jetzt inzwischen schon 8 Sekunden. Da muss ich sagen, ich habe jetzt mal Bock, ein Porsche-Rennen zu fahren. Komm, ich melde mich hier mal an und fahre mal mit. Ohne viel Training ist das absolut herausragend, was unser Teampräsident heute hier präsentiert. Der schmeißt hier unseren geilen Offenbacher Porsche um den Kurs. Da kriegst du Gänsehaut, einfach nur der Hammer. Es war natürlich von Anfang an klar, dass Bernhard hier heute nicht um Sieg mitkämpfen kann. Vor allen Dingen nicht gegen solche Größen wie Marcel Schlenker oder die anderen beiden vorne, Michel und Kerem, die hier sicher öfters mit dem Porsche unterwegs sind und auch ein bisschen geübt haben.
Aber dass der Bernie hier am Ende um den Top-5-Platz kämpfen kann, das hätte ich so nicht erwartet. Umso größer meine Freude. Da bin ich mal gespannt, ob Niklas bis ins Ziel die Nerven behält. Beim Bernie brauche ich mir da keine Sorgen machen. Weiter hinten im Feld gab es wieder einen kleinen Zwischenfall, den wir uns direkt gleich mal anschauen. Udo Silagi hier ein bisschen schnell in Wehrseifen reingefahren, klatscht er hier den Porsche an die Leitplanke. Und wie auf der Carrera-Bahn nimmt er hier die Bande mit. Nichts weiter passiert, kann weiterfahren. Ist nicht mehr weit bis ins Ziel. Und ich denke mal, nach dem Zielstrich wird sich jetzt auch Niklas sehen. Hier vorne Marcel Schlenker jetzt auf dem Weg zu seinem grandiosen Sieg. Hier schon mal einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Eine mehr als saubere Leistung und ein tolles Paint hier. Ich mag die Halder-Geschwister, die ja eigentlich in der TCR unterwegs waren. Bin auch mal auf dem Sachsenring der Michelle begegnet, als sie den Junior-Titel da eingefahren hat. Eine der wenigen Damen, die einen wirklich schweren Gasfuß haben und nicht nur mit Geschwätz auf sich aufmerksam machen. Ach, und wir sehen es hier, Bernie ist dann müde zu weit weg für einen Angriff, aber jetzt erst mal die letzte Kurve für Marcel Schlenker. Chapeau, was für ein tolles Rennen hier. Hat hier von Anfang an keinerlei Zweifel aufkommen lassen, wer hier heute als Erster über die Ziellinie fahren will. Gratulation und einen ganz herzlichen Glückwunsch Marcel Schlenker zum Sieg. Auf P2 kommt dann Michael Micke ins Ziel hier. Er konnte seinen Vorsprung auf Kerem Özdemir halten, der dann als Dritter hier über die Ziellinie kommt. Haben wir heute also einen deutschen Doppelsieg und einen Türken auf dem Podest. Wow. Und Bernie hier ganz dicht dran, die letzte Kurve, das schafft er nicht mehr. Die Ziellinie ist viel zu dicht dran hier, schade. Trotzdem ein Hammerrennen von unserem Teampresse hier. Ganz knapp an Top 5 dran. Aber auch einen ganz herzlichen Glückwunsch hier an Niklas Gerolf, der hier die Nerven bewahren konnte und Top 5 Platz ins Ziel gebracht hat. Wow. Und dann sehen wir gerade, dass es hinter Bernhard noch einen Zwischenfall gegeben hat. Da haben sich noch mal ein paar Positionen verschoben. Das müssen wir uns direkt jetzt noch mal im Replay anschauen. Sergio Abarasturi hier, Eingang Bellof S, viel zu schnell, verliert er das Fahrzeug und schlägt dann noch einmal ein. Ein gebrauchtes Rennen für Sergio heute kann aber das Rennen, wie es aussieht, noch zu Ende bringen. Und da hat es noch mehr Zwischenfälle gegeben. Ich sehe gerade, Florian und Ruben hatten da auch noch einen Zwischenfall, den wir uns direkt nochmal anschauen. Und so wie es aussieht, hat Ruben Florian da auf der Oettinger Höhe noch überholt und Florian wollte da einen Konter setzen und räumt hier den Ruben ab. Da hat Ruben auch ein bisschen nach innen dicht gemacht. Kann man nicht die einheitliche Schuld Florian geben. Und das sollte jetzt auch der Schlusspunkt in einem mega spannenden und mega turbulenten Rennen gewesen sein. Das Gesamtergebnis des Rennens haben wir oben nochmal eingeblendet. Wie gesagt, Marcel Schlenker hat heute hier gewonnen vor Michael Micke und Kerem Özdemir. Noch einmal einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an das Podium. Und da sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Und ich mal sagen, das war doch ein mega spannendes Rennen. Für meinen Geschmack ein bisschen zu viele Unfälle. Nichtsdestotrotz, unser Bernhard mit einem Top-Ergebnis. Bleibt mir nur noch, mich von euch zu verabschieden. Macht's alle gut. Ciao. Ja, liebe Zuschauer, das war doch mal ein spannendes Rennen mit einem mehr als soliden Ergebnis für unseren Bernie. Und ich denke mal, es hat euch bestimmt genauso viel Spaß gemacht wie uns allen. Mal was anderes wie die Lotus-Serie in letzter Zeit. Nichtsdestotrotz freue ich mich schon auf das nächste Rennen. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Bis dahin, macht's alle gut. Tschüss.
verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Und die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.